Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebo und wir werden die nächsten Minuten gemeinsam verbringen. Ich erkläre dir zunächst die Hyperion-interne Währung, bevor wir im Anschluss einige Erze einlagern und die dadurch verdiente Kohle im Warenhaus direkt wieder auf den Kopf hauen. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir viel Spaß. Vielleicht fragst du dich gerade, wieso zum Henker eine eigene Währung? Es gibt doch Quanta und die Märkte. Das ist schon korrekt, aber wie du vielleicht weißt, Hyperion existiert schon seit der Pre-Alpha und du kannst dir sicherlich denken, dass dort viele Features noch nicht implementiert waren. Es kam damals der Wunsch auf, eine Balance zwischen Geben und Nehmen unter den Mitgliedern zu schaffen. Das Erzlager war geboren. Zu Beginn wurden ganz einfach und simpel Erze angeliefert und Pures entnommen, die dann weiterverarbeitet wurden. Mit der Zeit und durch weitere Features hat sich das System mittlerweile etwas geändert. Im Normalfall lieferst du Erz an, gehst zum Warenhaus und holst dir die Elemente, die du benötigst. Hyperion selbst verkauft die Elemente 10% über den gezahlten Erzpreisen, zumindest für Tier 1 und Tier 2 Elemente. Durch Talente ist der eigentliche Gewinn für Hyperion natürlich deutlich über dem 10%. Mit dem so generierten Überschuss werden Projekte durchgeführt. Auch nach der Einführung von Quanta und Märkten gibt es durchaus noch gute Gründe für ein internes Währungssystem, wie beispielsweise stabile Einkaufs- und Verkaufspreise, Warenverfügbarkeit, korbeigene Schiffe, die ausschließlich für Mitglieder verfügbar sind, Spenden, die deinen Namen auf einem riesigen Monitor verewigen und zu guter Letzt kurze Wege, denn im Warenhaus findest du viele Tier 1 und Tier 2 Elemente für dein tägliches Dual-Universe-Dasein. Soweit so gut. Nun wissen wir also, warum es die interne Währung gibt und wie die Preisgestaltung abläuft. Nun sehen wir uns doch einmal an, wie viel Hyperion Credits, so heißt die interne Währung bei uns, es für die jeweiligen Erze gibt und wie das Ganze praktisch funktioniert. Abgekürzt übrigens wird die interne Währung mit den beiden Buchstaben HC, was du einfach als Hacker aussprechen kannst. Als Langversion für den Namen haben wir nach vielen Diskussionen und Sucherei uns letzten Endes für Hyperion Credits entschieden. Okay, nun sind wir soweit. Wir können endlich die ersten Erze einlagern. Folge mir unauffällig und ich erkläre dir nebenbei alles Wissenswerte. Vor uns siehst du das Erzlager in seiner ganzen Pracht. Das hohe Gebäude links im Hintergrund ist übrigens das Warenhaus, in dem wir nachher shoppen gehen. Doch erst einmal müssen wir an etwas virtuell ins Geld kommen. Also, auf geht's. Vor uns siehst du 3 grüne Tafeln, die von links nach rechts über folgenden Eingängen hängen. Credit-Transfer, Tier 1 und Tier 2 Erzlager, Tier 3 bis Tier 5 Erzlager sowie Scrap und Fuel. Ganz links kannst du deine hart verdienten Credits an den Spielern überweisen, an Squads abgeben oder an Hyperion spenden. Rechts daneben kannst du deine Tier 1 und Tier 2 Erze vertrauensvoll ins Lager packen und dafür nette Credits bekommen. Solltest du über höherwertige Tiererze, Tier 3 bis Tier 5 verfügen, kannst du diese ganz rechts abgeben. Gleichzeitig findest du dort auch noch eine Auswahl an Pures, Fuel und Scrap. Sehen wir uns nun also mal an, wie das mit dem Einlagern so funktioniert. Vor jedem Lager und auf der Warenausgabe befindet sich ein Elevator, ein Lift, über den du das Lager betrittst und auch wieder verlassen kannst. Dazu stellst du dich einfach drauf und drückst die Leertaste, wenn du das Lager betreten möchtest. Zum Verlassen des Lagers stellst du dich entsprechend auf den inneren Elevator und drückst die Taste C und schwuppdiwupp bist du wieder draußen. Mit deinem Eintritt ins Lager schließt sich außerhalb ein Forcefield, damit kein weiterer Spieler neben dir ins Lager eintritt. Gleichzeitig wechselt der Statusbildschirm von frei auf belegt. Sollte es einmal vorkommen, dass sich kein Spieler mehr im Lager befindet und das Forcefield trotzdem noch geschlossen ist, kannst du mit Hilfe des Reset-Buttons das Lager nach einer gewissen Zeitspanne wieder freischalten. Sobald du im Lager angekommen bist, starten einige Skripte und kurz darauf öffnet sich das Forcefield vor dir. Auf der linken Seite befindet sich ein Monitor, auf dem du deinen Namen, den momentanen Kontostand und alle getätigten Einlagerungen bzw. Einkäufe siehst. Erze lagerst du ein, indem du auf den Hub mit dem entsprechenden Erznamen klickst und dann alle Erze, die du einlagern möchtest, einfach rüberziehst. Beachte bitte, dass du auch wirklich nur die Erze einlagerst, die in den entsprechenden Hub gehören. Andersfalls werden spielbedingt falsche Werte gebucht. Auch ist es nicht möglich, eingelagerte Erze wieder zu entnehmen. Jede getätigte Einlagerung sollte auf dem Monitor links von dir erscheinen. Dieser dient gleichzeitig zur Kontrolle. Sollte einmal etwas nicht passen, was durchaus mal vorkommen kann, so mach bitte einfach einen Screenshot und wende dich an mich.
Sobald du mit dem Einlagern fertig bist, verlässt du das Lager wieder, indem du den Elevator betrittst und die Taste C drückst. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass der Charakter hier zu Beginn bereits über 100.000 Credits verfügte. Das ist ein kleines Willkommensgeschenk von Hyperion, das jeder neue Spieler erhält. Nachdem wir nun über ausreichend Zaster auf unserem Konto verfügen, ist es an der Zeit, endlich shoppen zu gehen. Wie vorhin erwähnt, befindet sich das Lagerhaus direkt hinter dem Erzlager. Also, los geht's! Das Warenhaus selbst besteht aus mehreren Stockwerken. Im Erdgeschoss findest du die Atmo-Abteilung, die alles für den Atmosphärenflug zur Verfügung stellt. Direkt darüber, im ersten Stock, findest du alle benötigten Komponenten für den Flug ins All. Falls du eine Industrie aufbauen möchtest, lohnt sich ein Besuch in der zweiten Etage. Alle Nerds, Programmierer und solche, die sich daran versuchen möchten, finden die dazugehörige IT-Abteilung in der obersten Etage. Die einzelnen Etagen erreichst du am bequemsten per Aufzug, oder falls du etwas für deine virtuelle Fitness tun möchtest, kannst du selbstverständlich auch die Treppen verwenden. Betreten wird jede Abteilung, wie bereits bekannt, indem du dich auf den Elevator davor stellst und die Leertaste betätigst. Innen angekommen, warte bitte einen Moment, bis sich das Force Suite vor dir geöffnet hat, bevor du dich bewegst. Andernfalls kann es nämlich vorkommen, dass sich die Skripte einfach beenden und du nochmal komplett raus und wieder rein musst, was im Endeffekt viel länger dauert. Innen angekommen findest du den gleichen Monitor wie bereits im Erzlager, der auch die genau gleiche Funktion erfüllt. Du kannst nun nach Belieben deine gewünschten Elemente einkaufen und die Buchungen auf dem Monitor verfolgen. Solltest du einmal ein Konto überziehen und ins Negative rutschen, bleiben die Fuel Intakes bzw. Force Fielder von den Dispensern verschlossen und du kannst keine weiteren Elemente entnehmen. Abhilfe schaffst du da ganz einfach, indem du neue Erze einlagerst, dass du wieder ins Plus kommst. Nachdem du deine Shopping-Tour beendet hast, verlässt du den Bereich wieder, indem du dich auf den Elevator stellst und die Taste C drückst. Hyperion dankt für deinen Einkauf. Das war's auch schon. Fassen wir kurz zusammen. Wir haben gelernt, wieso wir eine eigene Währung haben, mit welchen Werten die einzelnen Erze vergütet werden, wie sich die Verkaufspreise für Tier 1 und Tier 2 Elemente gestalten, wie die Erze eingelagert werden, das Warenhaus aufgebaut ist und zu guter Letzt, wie wir unser Geld auch wieder loswerden. Ich bedanke mich vielmals bei dir fürs Dabeisein und freue mich auf unser nächstes Abenteuer. Bis bald!